Ich habe einen Regulator. Von Regulax. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. I've worked on the occasional supply coach in need of repairs. Once I built a little model craft out of spare parts, but Mr. Thompson found out and I had to take it apart. I want to ask you something, and you can say no, but can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Ja, ich nehme sie mit. I mean, thanks. You won't regret this, mister. Captain. I can call you Captain now. Ja, ich bin Captain. Wir haben ja auch den anderen jungen Mann mit Büchern versorgt, dass er Ingenieur werden kann. Da mache ich mir nicht so einen Kopf. Wir haben einen Regulator. Warum muss ich den knacken? Warum muss ich den knacken? Erzähl mir das mal. Wir haben einen Regulator. Warte mal. Ach so, das ist, wir brauchen ja erst Strom, hat sie gesagt. 39 Meter. Da soll ich hin. Ich muss erst mich mit der komischen KI unterhalten. I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. I applaud your willingness to invest your time in the local community. What can I do for you, Captain? Ich habe den Regulator. Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Das weiß ich doch. Wir haben doch hier schon alles durchsucht. Wo ist eigentlich Pavati? Da kommt sie. Ich habe sie gesehen. Rein damit! Wir haben wieder Strom! Strom! Komm, Pavati, wir gucken jetzt erstmal uns hier in Ruhe um. Da hatte ich wieder was gesehen. Ich habe mich aber getäuscht. Wir können, glaube ich, schon wieder Dinge kaputt machen. Das habe ich gefunden. Ich brauche ja Ersatzteile. Das andere habe ich ihr gegeben, ne? Die beiden behalte ich noch. Die abgesägte Schrotflinte. 202 Schaden. Nehme ich nie wieder. So. Hier gucken wir auch mal. Das kann weg. Das kann weg. Behalte ich mal. Ach, weiß nicht. Wenn wir, vielleicht kriegen wir ja noch mehr Leute. Nur weil ich da mal kurz mitgeschossen habe. Also nur kurz. Nein, wir haben noch nichts. Wir brauchen irgendwas für einen Lauf. Ja, wir werden noch Dinge kriegen. Wir gehen jetzt mal hier oben gucken. Gehen jetzt die Türen auf. Versiegelt. Warum? Ich werde hier gemobbt von der KI. Gemobbt. Das ist die falsche Richtung. So. What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities.
Sehr vertrauenerweckend. Sieht aus wie ein alter Wohnwagen mit Triebwerken. Ich glaube, wir können hier auch wieder hin zurückkehren. Against all odds. Received a communication request from Dr. Phineas Wells. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Culkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Mhm. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Ach so. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Culkelly. Ja. Without a skip drive, good luck. You'll be dead before you make it to the nearest star. Mhm. Look, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck here. You, me, and the rest of this colony. We're all skating precariously around the edge of oblivion together. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place, and we can start by reviving the hope. Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. Da müssen wir bestimmt was für tun. In theory, I suppose you could land your ship in Cascadia, and in theory, I suppose you might survive the experience. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Culkelly. Ja, ist ja gut. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the holographic shroud. Komme ich jetzt I'm endlich sure it da will rein? prove Das wäre ja remarkably schön. useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Ja, mache ich jetzt nicht. Ich muss erstmal oben gucken. Oben. Oben. In meiner Kabine. Ah. Adelaides Deserteure träumen von einem Leben in Abhängigkeit, ohne vom Vorstand kontrolliert zu werden. Du hast ihnen eine wichtige Lektion erteilt. Niemals träumen. Ach so. Aha. Hab ich das? Ah, das Bett stand unten auch. Da ist nichts drin.
Da könnte ich aber Sachen, glaube ich, reintransferieren, ne? Hier zum Beispiel. Da könnte man unter Umständen die Waffe zum Beispiel reinlegen. So. Und die Waffe. Dann spart man nämlich Platz. Und den Hammer. Warum auch immer. Und von den Klamotten, da könnte man das und das. Warum hatten der einen Edelstein? Neuwertig. Achso, du bist nicht mehr neuwertig? Gut. Das lasse ich mal noch. Das lasse ich auch. Das nimmt ja nicht so viel Platz weg. Ach, den Plunder kann ich verkaufen. Der hat Mensch ärger dich nicht gespielt. Hier haben wir das Holo-Modul. Der Holo-Mantel projiziert eine Verkleidung, die dir und deinen Begleitern Zugang auf Sperrgebiete gibt, sofern du dafür über ein passendes Ausweismodul verfügst. Sperrgebiete sind ansonsten für nicht autorisierte Personen nicht zu betreten. Ein Holo-Mantel. Nachrichten. Oh Gott. Ansehen. Ja, ich habe was vergessen. Ja, ich vergesse auch öfter was. Oh, wer soll denn das alles lesen? Ich mag nicht. Mach die Kamera aus. Das war draußen, falls das man gehört hat. So, wo ist denn... Hä? Ach, die Robotereinheit. Die müssen wir erst noch untersuchen. Eselshorn, die Motor, der eine Stahlzange und du. Ist das hier Pavatis Zimmer? Untersuchen. Foto von Pavatis. Pavati, ich hab dich beklaut. Jetzt sind hier die Zimmer alle offen. Guck mal, hier kann man Besatzungsmitglieder unterbringen. Ich glaube, damals hatte ich den WK mitgenommen. Ich weiß das nicht so genau. Vielleicht hätte ich es auch machen sollen. Kann man verkaufen. Braucht Kohle. Was ist das? Ach ja, hier war die Klo-Einheit. Gut. Den konnte man auch irgendwie, den Sam konnte man irgendwie freischalten. Ich hatte das auch, ich bin mir da ganz sicher. Der Captain hat natürlich das beste Zimmer hier. Make yourself at home, Captain. Ja, ich fühle mich auch wie zu Hause. Hallo Pavati, kann ich mit ihr reden? Yeah, so this is my hidey spot now. I was looking for a place that was quiet. I figured the kitchen would be louder than the hold, so here I am. Cozy like, ain't it? Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all my life. Mr. Thompson never let me forget how funny that was. Ich frage die Fragen mal runter, ne? Odd. It's not normal for anyone to do as their parents. You take a vocational test. That decides your schooling and your career. When I tested out for maintenance, everyone figured it was on account of my dad. They were real unhappy with us. Well, I'm good at making things work the way they ought. Not so much at doing such to somebody else's schedule. There's times I'm working deep in the guts of a loader, getting it all running perfect. Then I look up to see it's tomorrow, and I've blown another deadline. Anyhow, I was happy to get back home. I didn't care much for schooling. Okay. Yep, nothing much had changed. Everything was a little grayer, a little dirtier. Dad met me at the shuttle and gave me a big ol' hug. I noticed straight away that he was moving slower and stiffer. He made a little grunt when I squeezed. About a year. I tried to do more of the work so he could rest. His heart gave him pains. Dad never said that he loved me, you know. I knew on account of him showing it. How he'd stay up late to help with my projects or listen to my fretting. Oh gosh. Look at the time.
Sorry to bend your ear so long. And I got so much to do before this ship's in decent shape. That's in pretty good shape considering how hard Mr. Hawthorne ran it. It's a Yakita LHA 120, A2 model, I'm pretty sure. The Block 2 design scooshed in extra cargo space but didn't change the stock engines. Probably a touch underpowered, huh? Accurate in all particulars. I conclude you are Edgewater's board-certified mechanic. So you're gonna call her it, not she? Though my voice is currently pitched to suggest female, I possess no gender. Any pronoun preferred by the user is acceptable. Okay. Hello! I am not a board-certified mechanic, but my dad was. He taught me all he knew. Do you understand? Speech recognition is one of the many skills I have been programmed to simulate. You're not simulating it, you're doing it! I asked a question and you answered it. I am gratified you consider this facsimile convincing. I don't see any holes in the hull. I'll take a good squint at her, make sure everything's tip-top. But I think we're cooking with plasma torches. You can do that, you know. My dad taught me how to make grilled cheese sandwiches with a plasma torch. Ja, das ist ja... Da muss man ja höllisch aufpassen. Und dann die Waffe unter der Nase halten. Ich bin ein sehr freundlicher Captain. So wie man mich kennt. Oh, hier sind wir. Da ist ein Labor. Terra 2. Das ist der Planet Groundbreaker. Ja, hier sind so einige Welten. Olympus, da kann ich noch nicht hin. Monarch, da kann ich auch noch nicht hin. Eridanos, Typhon, eisbezogener Planetoid. Hier sollen wir hin. Groundbreaker. Muss ich da jetzt drücken? Benutze die Systemkarte, um zu Planeten, Asteroiden. Habe ich jetzt festgelegt. Und wie geht das jetzt? Freie Passage. Willkommen auf der Systemkarte. Hier kannst du alle... Ja, toll, dass das jetzt kommt. Mit rechts geht auch nicht. T drücke ich gerade. Ich verstehe es nicht so ganz. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it. But I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. Ach so. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly Das können wir auch noch operate. machen. Okay. I request you do not wake me if I am sleeping upon your return. Wie starten wir denn jetzt den... Mit Spiegelung. Cool. Wie starten wir denn den jetzt? Kann ich mich hier reinsetzen und dann geht's los und ich sage Energie. Das geht bei Picard auch immer. Freie Passage. Ach, so geht das. Ach, das war unser We arrived Raumschiff. at the groundbreaker. Got a sec? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson. I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borscht and beans she could teach me all manner of stuff. Ja, das kriegen wir hin. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time.
Musst überlegen, was ich Did you nehme. want to talk about something else? Oh, ich hätte beinahe wieder das andere gewählt. Das passiert noch aus Versehen. Das werdet ihr sehen. Das wird passieren. Wir müssen mal gucken, was mit der SAM-Einheit los ist. Suchbegriff SAM. Erstes Ergebnis. Denk dran, du hast einen Ausrangierten. Es sollte kein großes Problem sein, den wieder in Betrieb zu nehmen. Mit ein paar wenigen, aber bedeutenden Modifikationen kann ich sogar eine kampffähige Variante vorstellen. Aha, aha. Entfernung des Werksteils Seifenreiniger erfolgreich. Lieferung für den Kampf modifiziertes Ersatzteil. Säurereiniger verzögert. Projektverzug jetzt auf 3 Monate geschätzt. Aha. Suche nach... Oh ja, das haben wir gemacht. Ich glaube, die Lieferung kommt nicht mehr. Das Teil ist im Transit verloren gegangen und wird sobald nicht hier eintreffen. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Ich habe mit einem Typen gehört, der ein Mädel kennt, der den Händler kennt, der weiß, wo ich einen Säurereiniger mitgehen lassen kann. Okay. Was sagen denn unsere Aufgaben jetzt? Da und die Sanitärmaschine. Wo finde ich die denn? Versuchen... Nie aus Roseway abgeholt. Aus Roseway? Von der Poststelle? Aha.